1945. München ist zu genau 90% zerstört. Überall Trümmer. Straßen, Plätze. Die Stadt lebt nicht mehr. Der einzige Zufluchtsort der Menschen sind die Keller. Die Frauenkirche ist beschädigt, die Residenz niedergebrannt, der Marienplatz zu einer Ruine geworden. Eine Stadt, von der Experten sagen, selbst in 10 Jahren wird sie sich nicht erholen. Und doch hat das heutige München Paris hinter sich gelassen. München gehört heute zu den teuersten Städten Europas. Wie ist die Stadt an diesen Punkt gelangt? Die Antwort beginnt in den 1900ern. Bleibt dran. München war zu Beginn der 1900er Jahre eine vom Lärm entfernte, unscheinbare und doch sich wandelnde Stadt. Eine stille Veränderung, die sehr tief wirkte. Die im Morgenlicht glänzende Ludwigstraße, die alte Pinakothek, die die Aufmerksamkeit europäischer Kunstliebhaber auf sich zog. Während sichtbar etwas geschah, fand das eigentliche Brodeln im Verborgenen statt. Arbeiterviertel, in denen die Menschen dicht gedrängt leben mussten. Au, Sendling, Glockenbach. Schlechte Luft, verschmutztes Wasser und Dutzende von Schwierigkeiten, die sie ertragen mussten. Das München der 1900er Jahre war eigentlich wie 2 Städte zugleich. Eine Kunststadt, eine Bühne für die Schönen und ein enger Raum für die Vergessenen. Und als nächstes steht das Jahr 1914 an. Und das, was niemand wollte, kommt. Der Erste Weltkrieg. Während der explodierende Krieg mit voller Gewalt erlebt wird, kehrt der Großteil der Hunderttausenden Männer, die an die Front gehen, nicht zurück. Und diejenigen, die das Glück haben, zurückzukehren, werden von einer sehr fremden Stadt empfangen. Überall riecht es intensiv nach Hunger, Müdigkeit und Wut. 1918 nutzt König Ludwig III. Die Dunkelheit der Nacht als Gelegenheit und flieht. Leise, heimlich. 7 Jahrhunderte Herrschaft und dann weg. Das Einzige, was er hinterlässt, ist Chaos. Die Räterepublik im Jahr 1919 dauert nur sehr kurz. Bewaffnete Freikorpseinheiten betreten die Stadt. Überall Schüsse, überall Schreie und große Angst in den Augen. Und eine Stadt, die sich selbst sucht, München, sucht sich selbst und findet das Falsche. In den dunklen Häusern einsamer Straßen versammeln sich Männer, die einfache Antworten auf komplizierte Fragen versprechen. Unter ihnen gibt es einen, der viel lauter spricht als die anderen. Das, was in einem dunklen Moment Münchens beginnt, wird die Welt in Brand setzen. Und niemand ist sich dessen überhaupt bewusst. Wir befinden uns in den 1920er Jahren. München ist nun in der Position der Hauptstadt der Bewegung. Eigentlich ist das eine Warnung, die kaum jemand hören möchte. 1923, der Bierhallenputsch, Feldherrnhalle. Überall Schüsse, überall Tote. Was geschieht, ist ein Staatsstreich, der keinen Erfolg hat. Aber dieser Putsch bleibt nicht wirklich erfolglos. Die NSDAP, sie kommt stärker als zuvor zurück, mit noch mehr Unterstützung. Und die Stadt, die sie sich als Stützpunkt auswählt, ist München. Ab 1933 erlebt die Stadt Zeiten, in denen Kunstausstellungen geschlossen, Bücher verbrannt und jüdische Professoren von der Universität entlassen werden. Marienplatz, Königsplatz, Odeonsplatz. Orte, an denen einst Menschen spazierten, werden nun zu Schauplätzen von Massenkundgebungen mit Fackeln in den Händen. Die Stadt, die das Athen Jesu werden wollte, verwandelt sich in den Hintergrund eines Regimes, das an die Stelle der Vernunft die Gewalt setzt. Etwas nähert sich, und noch weiß niemand, wie tief der Fall sein wird. Wir machen weiter. Zwischen 1940 und 1945 werden auf München genau 71 Luftangriffe durchgeführt. Unglaublich. Außergewöhnlich. 71 Mal Sirenen.
71 Mal der Keller. 71 Mal das Warten mit der Frage, wird mein Haus stehen bleiben? Wie schmerzhaft das ist. Die beschädigte Frauenkirche, die brennende Residenz, das Rathaus, das zur Ruine wird. Alles, was über Jahrhunderte stand, Romanik, Gotik, Barock, verwandelt sich innerhalb von Minuten in Trümmer. Es gibt keine Stadt mehr. Als die Kalender den 30. April 1945 zeigen, rücken amerikanische Panzer nur mühsam zwischen den Trümmern in die Stadt ein. Man denkt, es werde Jahrzehnte dauern, bis die alten Zeiten zurückkehren. Doch was geschieht, ist etwas völlig anderes. Was danach geschieht, ist schwer zu erklären, aber es ist wahr. Während andere deutsche Städte sich in Betonlandschaften verwandeln, wird München unter Bewahrung seiner historischen Struktur wieder aufgebaut. Wo ein Stein an einer Fassade zerstört wurde, wird er an seinen ursprünglichen Platz zurückgesetzt. Die bewusst getroffene Restaurationsentscheidung ist ein echter bayerischer Eigensinn. Und sie funktioniert tatsächlich. Die Zahnräder des Systems beginnen sich zu drehen. Unternehmen wie BMW, die bis heute prägend sind, nehmen ihre Produktion wieder auf. Siemens verlegt seinen Hauptsitz von Berlin nach München. Das Wirtschaftswunder kehrt mit voller Kraft in die Stadt zurück. Als die 1950er und 60er Jahre kommen, wachsen mit der Bevölkerungsexplosion auch die Viertel Münchens. Die Stadt wächst schneller als je zuvor. Schwabing wird legendär. Cafés, Künstler, der Geist eines Neubeginns. Wusstest du, dass München nach dem Krieg so stark zerstört war? Und dann kommt das Jahr 1968, die Zeit des Hinterfragens. Der Krieg ist erst 20 Jahre vorbei, doch die Straßen Münchens sind inzwischen von ganz anderen Stimmen erfüllt. 1968, die Zeit des Hinterfragens beginnt. In Cafés, auf den Straßen, überall stellen die Kinder des Krieges ihren Müttern, Vätern und den Erwachsenen diese schmerzhaften, aber wahren Fragen. Was habt ihr getan? Warum habt ihr geschwiegen? Während die kritischen Fragen der Jugend in ganz Deutschland widerhallen, finden sie in München eine besondere Resonanz. Denn diese Stadt stand im Zentrum jener Vergangenheit. Schwabing steht nun für einen Geist. Künstler, Schriftsteller, Musiker versammeln sich hier. Ein neues München entsteht. Ein München, das sich seiner Vergangenheit stellt und in die Zukunft blickt. Und wie ist München zu dem geworden, was es heute ist? Wir machen weiter. Ende der 1960er Jahre beginnen die Migrationen aus der Türkei, Italien und Jugoslawien. Die Ankommenden, die ersten Gastarbeiter, werden für die Fabriken gerufen. Sie wirken zunächst vorübergehend, bleiben jedoch dauerhaft, gründen in München eigene Viertel und lernen, Münchner zu werden. In den 1990er Jahren wächst diese Welle immer weiter. Neue Sprachen, neue Geschichten, eine neue städtische Identität entstehen. Das Oktoberfest wird zu einer globalen Marke. Der FC Bayern München wird zu einem Weltclub. Und die Menschen können sich die Mieten kaum noch leisten. München ist heute eine der teuersten Städte Europas. Die Immobilienpreise haben Paris längst überholt. Wer kann hier überhaupt noch bleiben? Diese Frage ist bis heute unbeantwortet. Abends stehst du auf der Ludwigsbrücke. Der Fluss, den Heinrich der Löwe einst überquerte, ist derselbe: Isar. München wurde verbrannt, zerstört, hat jeder Schwierigkeit widerstanden. Es ist gescheitert und wusste doch immer wieder neu zu beginnen. München wurde nicht reich, weil es Glück hatte. München wurde reich, weil es nach jeder Katastrophe eine bessere Antwort fand als zuvor. Das ist das Geheimnis dieser Stadt. Und vielleicht auch eine Lehre für jeden, der in ihr lebt. Schreib in die Kommentare, welche Stadt soll als nächstes kommen. Bis zum nächsten Video.